Noch heute Morgen sah eigentlich alles ganz normal aus. Die Börsen in Europa liefen wie immer, keine Panik, keine großen Schlagzeilen. Und dann kam plötzlich diese Nachricht aus Moskau. Kein Angriff, keine Explosion, sondern ein Dokument, ein Dekret, unterschrieben von Wladimir Putin. Und dieses Papier könnte gerade dabei sein, die Spielregeln der globalen Wirtschaft zu verändern. Was genau drinsteht, ist ziemlich heftig. Russland will Vermögenswerte aus NATO-Staaten im eigenen Land unter staatliche Kontrolle stellen. Man spricht von bis zu 900 Milliarden Dollar. Das ist keine kleine Zahl. Das ist eine Summe, die selbst große Märkte ins Wanken bringen kann. Und das Ganze passiert nicht mit Panzern oder Raketen, sondern mit einem juristischen Schritt. Das ist vielleicht der wichtigste Punkt. Der Konflikt verlagert sich immer stärker in die Wirtschaft. Wenn man sich die letzten Jahre anschaut, kommt das nicht komplett überraschend. Seit 2014 gab es Sanktionen. Seit 2022 noch deutlich mehr. Russische Vermögenswerte im Westen wurden eingefroren, Konten blockiert, Unternehmen unter Druck gesetzt. Und jetzt scheint Moskau zu sagen, okay, dann drehen wir das Spiel einfach um. Besonders betroffen könnten große westliche Firmen sein, Energiekonzerne wie BP oder Shell, Automarken wie Volkswagen oder Mercedes und sogar Banken aus Europa. Alles, was über Jahre in Russland aufgebaut wurde, steht plötzlich auf der Kippe. Und genau hier wird es interessant. Denn Russland versucht offenbar nicht einfach alles zu zerstören, sondern eher zu übernehmen. Fabriken sollen weiterlaufen. Jobs sollen bleiben, Strukturen sollen genutzt werden. Das Ziel scheint klar: Kontrolle statt Chaos. Aber der Preis dafür ist hoch. Vertrauen geht verloren und das ist in der Wirtschaft fast schlimmer als Geld. Denn wenn Investoren einmal unsicher werden, kommen sie nicht so schnell zurück. Für den Westen ist die Situation kompliziert. Militärisch kann man hier nichts machen, Sanktionen sind schon maximal ausgereizt. Bleibt also nur der rechtliche Weg, und der kann Jahre dauern. Die größere Frage ist eigentlich eine andere: Ist das ein Einzelfall oder ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt? Denn wenn Staaten anfangen, Vermögen als Waffe zu nutzen, dann verändert sich das ganze System. Vielleicht stehen wir gerade am Anfang einer neuen Phase. Eine Phase, in der Wirtschaft und Politik nicht mehr getrennt funktionieren, sondern komplett miteinander verschmelzen. Was denkt ihr darüber? Ist das ein strategisch kluger Schritt oder langfristig ein Fehler? Schreib's in die Kommentare. Und wenn du solche Analysen willst, folg dem Kanal.